Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ehrlich Handmade. Heute in diesem Video häkeln wir so ein Shopper mit sehr einem schönen und leichten Muster gehäkelt wird. Dieses Video ist Teil des YouTube Häkel Adventskalenders, bei dem wir dich jeden Tag vom 1. bis 24. Dezember mit einer neuen Häkelanleitung überraschen. Schau auch morgen wieder vorbei, um das nächste Türchen zu öffnen. Den Link zur Adventskalenderseite mit allen teilnehmenden Kanälen findest du hier in der Videobeschreibung. Der Shopper hat die Breite 37 cm, die Höhe 33 cm, der Boden hat jetzt die Länge von 34 cm und die Breite ist 9 cm. Auf dieser Stelle wünsche ich euch viel Spaß, so einen Shopper nachzuhäkeln. Ich werde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und Daumen hoch macht. Das sind die Materialien, die ich für die Tasche nehme. Taschenboden, die Länge 32 cm und die Breite 7 cm. Taschenhenkel haben die Länge von 81 cm und von einer Seite sind die zum Armnähen, an der anderen Seite sind die ja auch mit solchen Teilen zu befestigen. Später zeige ich auch, wie das geht. Dafür nehme ich auch noch ein Nähnadel und Angelschnur, dann Polyesterschnur 3 mm, in so einer Rolle sind 100 Meter, dann Häkelnadeln 3,5, Feuerzeug und Schere. Wir beginnen jetzt Boden umzuhäkeln, und dass das ja auch Polyesterschnur ist und das Endstück mir nicht auseinanderribbelt, werde ich ein wenig mit dem Feuerzeug anbrennen. Und dann, dass der Boden hier auch noch Taschenfüße hat, wenden mit den Taschenfüßen zu uns und häkeln dann eine Runde Kettmaschen. In jede dieser Öffnung häkeln wir dann die Kettmaschen. Am Ende der Runde angekommen und wir schließen die Runde mit nahtlosen Übergang. Uns fehlt dann noch eine Öffnung. Wir holen uns jetzt das Endstück und ziehen durch die letzte Lasche durch und verbinden dann so mit nahtlosen Übergang diese erste Runde. Wir machen weiter mit Umhäkeln und es geht so, da wo die Rundungen sind, werde ich jede Öffnung verdoppeln. Da ich ja auch genau wissen will, wo ich es verdopple, werde ich dann die Öffnungen markieren und stelle dafür auch die Maschenmarkierer auf, und die stelle ich die genauso da, wo die Füße
also auf der langen Seite anfangen. Von einer Seite und dann von der anderen Seite. Und hier mache ich genauso. So sieht es aus. Dann beginnen wir jetzt mit einer Masche an. Und dann 2 Maschen häkeln. Eine Masche, 2 Maschen. Und das machen wir bis zu den nächsten Marker. Eine Masche häkeln und dann 2 Maschen häkeln. Bei den Maschenmarkierer angekommen und hier werden wir jede Öffnung verdoppeln. Das machen wir bis zu den nächsten Maschenmarkierer. Jede Öffnung verdoppeln. Dann fangen wir an der geraden Stelle wieder zu häkeln und fangen mit einer Masche an, dann verdoppeln, eine verdoppeln, bis zu den nächsten Maschenmarkierer. Hier wird jede Öffnung wieder verdoppelt und wir sehen uns dann an dem letzten Maschenmarkierer. Ich bin jetzt an der Stelle angekommen, da wo der Maschenmarkierer ist. Da muss ich noch 2 Maschen häkeln und dann beginne ich mit einer Runde mit festen Maschen an. Hier mache ich keinen Übergang, häkle einfach in der Runde in jede so eine Schlinge feste Masche und mache hier keine Verdopplungen. Bei der ersten Masche setze ich wieder den Maschenmarkierer auf, dann weiß ich genau, wo die Runde angefangen hat. Also eine Runde häkeln und wir verdoppeln keine Maschen. In je so eine Schlinge eine feste Masche häkeln. Und in dieser Runde zähle ich, wie viele Maschen das sind. Das brauchen wir für den Muster. Diese Runde habe ich jetzt beendet und insgesamt habe ich 111 Maschen. Für unseren Muster brauchen wir gerade Zahl, die auch durch 8 geteilt wird. Also ich muss noch eine Masche dazu nehmen, dass ich insgesamt 112 Maschen habe. Und diese 112 Maschen teile ich durch 8 und dann am Ende habe ich 14. Das sind 14 Elemente, die wir häkeln werden. Also das ist der Muster. Und eine zusätzliche Masche mache ich dann in der Rundung. Also ihr könnt ja selber entscheiden, ob von dieser Seite oder von der anderen Seite eine Masche verdoppelt wird. Dann häkle ich die nächste Runde mit festen Maschen bis zu den Maschenmarkierer. Hier mache ich dann eine Verdopplung, beende die Runde und beginne mit der nächsten Runde an. Und dann häkle ich 112 Maschen. Und wenn ich diese 2 Runden fertig habe, sehen wir uns wieder. Diese Runden habe ich jetzt auch fertig, sieht so aus. Und wir beginnen jetzt Muster zu häkeln. Und ich häkle
zuerst 7 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann häkeln wir die zweite Masche, also das war die 7. in die 6. Masche, Häkelnadel einstechen, Faden holen, dann haben wir jetzt 2 Schlingen auf der Häkelnadel und jetzt gehen wir in die 8. Masche und 2 Runden runter, also die erste und die zweite, und dann stechen wir hier bei der zweite ein, holen uns den Faden und häkeln alles zusammen. So sieht es aus. Fangen wieder mit 7 Maschen an. Also diese Masche nicht häkeln, die ist jetzt für diese lange Masche. Wir fangen bei der nächsten an und häkeln 7 Maschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gehen einen Schritt zurück in die 6. Masche, Faden holen, bei der 8. Masche 2 Reihen runter gehen, Faden holen und jetzt häkeln wir alle Schlingen auf der Häkelnadel zusammen. Und bei der nächsten Masche fangen wir wieder an, 7 Maschen häkeln. Wir gehen da, wo die 6. Masche anfängt, zurück, holen uns den Faden. Dann bei der 8. Masche 2 Reihen nach unten gehen, Faden holen und alle Schlingen zusammen häkeln. So sieht es aus. Ich zeige noch einmal. Sieben feste Maschen, dann gehen wir einen Schritt zurück und stechen bei der 6. Masche ein, holen uns den Faden, dann bei der nächsten Masche, 8. Masche, gehen wir 2 Reihen runter, holen uns den Faden und häkeln alle Schlingen auf der Häkelnadel zusammen. Und so machen wir bis Ende diese Runde. Ich bin am Ende dieser Runde angekommen, mache noch den letzten Element.
Maschenmarkierer brauchen wir nicht mehr, aber den setze ich auf, da wo wir angefangen haben, die Runden zu häkeln. Dann wissen wir genau, wo der Anfang war. Ab der Runde Nummer 2 wird immer gleich gehäkelt. Wir häkeln bis zu dem nächsten Element 7 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Die 7. feste Masche ist immer da, wo wir diese Schlingen zusammen gehäkelt haben. Und gehen wieder Schritt zurück, Faden holen, 2 Reihen hier runter und alle Schlingen zusammen häkeln. Dann wieder 7 feste Maschen bis zu dem nächsten Element häkeln. Und bei dem nächsten Element häkeln wir genauso Schritt zurück. Hier gehen wir wieder 2 Reihen runter und häkeln alle Schlingen auf der Häkelnadel zusammen. Und beginnen wieder mit 7 feste Maschen an. Schritt zurück. Hier häkeln wir 2 Reihen runter. Und wieder 7 feste Maschen häkeln bis zu dem nächsten Element. Und so machen wir dann diese zweite Runde zu Ende. Und die Runde Nummer 3 zeige ich noch, wie die anfängt. Ich habe die Runde 2 beendet, 7 feste Maschen gehäkelt und beginne dann mit der Runde Nummer 3. Wie gehabt bei den Mustern, einen Schritt zurückgehen, 2 Reihen runter, alle Faden auf die Häkelnadel zusammen häkeln und wieder mit 7 feste Maschen anfangen bis zu dem nächsten Element. Und der Muster wiederholt sich, also Schritt zurück, 2 Reihen runter, alle Faden zusammen häkeln und mit 7 feste Maschen weiter häkeln. Der Muster sieht jetzt schon so aus. Ihr häkelt so weiter in den Runden auf eure gewünschte Höhe. Und wenn ich meine gewünschte Höhe erreicht habe, sehen wir uns wieder und dann sage ich, wie viele dieser Runden mit Muster ich gehäkelt habe. Meine gewünschte Höhe habe ich erreicht. Insgesamt habe ich 46 Runden gehäkelt. Davon 43 Runden mit dem Muster und die ersten 3 Runden ohne Muster. Hier haben wir angefangen, Muster rauszuhäkeln und ich habe ja auch hier bei dem letzten Element aufgehört und hier war meine letzte 43. Runde mit dem Muster. Die Höhe ist jetzt von meiner Tasche
33 Zentimeter. Wir häkeln jetzt noch die letzte Runde und das ist die Kettmaschenrunde. Hier ist das letzte Element, wo ich aufgehört habe zu häkeln. Und ab der nächsten Masche fange ich Kettmasche zu häkeln. In jede Masche häkeln wir eine Kettmasche und das bis Ende dieser Runde. Ich bin am Ende dieser Runde angekommen und verbinde diese Runde mit nahtlosen Übergang. Hier könnt ihr sehen, die letzte Masche und ab da haben wir angefangen, Kettmaschen rauszuhäkeln. Diese Masche überspringe ich und gehe unter diesen beiden Schlingen mit der Häkelnadel durch. Hole mir den Faden und ziehe unter durch. Und jetzt kommt der Faden da rein, wo der rauskommt. Also aus der von der Rückseite so haben wir jetzt nahtlos die Kettmaschenrunde beendet. Auf der Rückseite wird dieses Endstück versteckt. Jetzt ist die Tasche fertig und wir wollen gleich die Taschenhenkel anzunähen. Die Tasche ist soweit fertig, uns fehlen noch die Taschenhenkel. Ich habe zwei Taschenhenkel, die so aussehen, die von einer Seite angenäht werden und von der anderen Seite mit so einem Teil befestigt werden. Also ich platziere jetzt meinen Taschenhenkel an der Seite so und der von der anderen Seite wird es so aussehen und dieser Teil wird von der Rückseite so angeschraubt und sieht dann einmal so aus. Wenn ihr auch die Taschenhenkel habt, die anzunähen sind oder auch mit den Schrauben zu befestigen, macht ihr fertig. Und ich mache jetzt meine beiden Taschenhenkel und wenn es fertig ist, zeige ich euch auch das Ergebnis. Meine Tasche ist soweit fertig. Ich werde später noch Innenfutter annähen. So sehen die Taschenhenkel aus. An einer Seite angenäht, an der anderen Seite mit Schrauben befestigt. Von innen sieht es so aus. Von meiner Seite war es das schon. Ich wünsche euch viel Spaß, so eine Tasche nachzuhäkeln. Ich werde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, Daumen hoch macht. Tschüss und bis zum nächsten Mal.